Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Drohnenflug über der Antarktis etwas so Bizarres, so Unerklärliches eingefangen hat, dass die US klingt nach Science Fiction, oder? Aber dies ist kein Film. Etwas, das unter dem Eis verborgen war, könnte freigelegt worden sein, etwas Uraltes, möglicherweise nicht von dieser Welt. Manche sagen, es sei ein archäologischer Durchbruch, andere flüstern von einer lange vergrabenen außerirdischen Einrichtung. Was haben sie also wirklich gefunden? Gehen wir dem Geheimnis auf den Grund, das die Regierungen in Aufruhr versetzt und Verschwörungstheoretiker auf den Plan ruft. Die Entdeckung des Marineoffiziers. In der eisigen Stille des Januars 2015 stolperte die renommierte Enthüllungsjournalistin Linda Moulton Howe über eine seltsame Geschichte, die wie die Anfangsszene eines vergessenen Science-Fiction-Thrillers klang. Die Geschichte begann nicht mit einer Schlagzeile, sondern mit einer E-Mail. Kurz, kryptisch und nur mit Brian unterzeichnet. Brian war nicht nur irgendeine Quelle. Er war ein pensionierter US-Navy-Flugingenieur, ein Mann, der Tausende von Stunden in der Luft verbracht hatte, viele davon über den abgelegenen, unerforschten Gebieten der Antarktis. Doch was er mit Linda teilte, ging weit über routinemäßige Versorgungsflüge oder technische Berichte hinaus. Während eines seiner geheimen Flüge in den 1980 Jahren behauptete Brian, etwas völlig Unerklärliches gesehen zu haben. Eine kolossale, perfekt kreisförmige Vertiefung im antarktischen Eis, die direkt zu einem scheinbar beleuchteten Höhleneingang darunter führte. Eine Formation, die zu präzise ist, um natürlich zu sein, und zu weit entfernt, um bekannt zu sein. Aber das Rätsel wurde nur noch größer. Als sich Brians Flugzeug dem Ort näherte, fielen die Instrumente auf unerklärliche Weise aus. Die Navigationssysteme spielten verrückt, und es mussten Notfallprotokolle aktiviert werden. Was dann geschah, erschütterte die gesamte Besatzung. Nach ihrer Rückkehr beschlagnahmten unbekannte Beamte ihre Flugdaten und wiesen sie an, zu schweigen. Von diesem Moment an sollte die Antarktis nicht mehr dieselbe sein. Brians Erfahrungen endeten damit nicht. Monate später wurde sein Team während eines scheinbar routinemäßigen Einsatzes von der McMurdo-Station aus plötzlich zu einer mysteriösen Bergungsaktion abkommandiert. Als sie ankamen, fanden sie ein verlassenes Lager vor, keine Menschen, keine Anzeichen eines Kampfes, nur eine unheimliche Leere. Es war der erste Fall in einer Reihe von seltsamen Verschwundenen, die mit Stationen auf dem ganzen Kontinent verbunden waren. Vor jedem unerklärlichen Ereignis wurden merkwürdige Funksignale entdeckt, die in seltsamen, nicht entzifferbaren Mustern ausgestrahlt wurden und scheinbar von weit unter dem Eis stammten. Dann kam der Moment, der alles veränderte. Eines Nachmittags beobachteten Brian und sein Co-Pilot bei einem Flug über eine riesige weiße Fläche etwas Surreales. Ein sanftes, lautloses Flugobjekt, das durch den Himmel glitt. Es hatte keine Flügel, keinen sichtbaren Antrieb, nur einen strahlend weißen, rautenförmigen Körper von über 100 Fuß Länge. Es verschwand, bevor sie reagieren konnten. Brian meldete den Vorfall, was unerwartete Konsequenzen nach sich zog. Innerhalb weniger Tage trafen Männer in schwarzen Anzügen in McMurdo ein, begleitet von hochrangigen Militärbeamten. Ihre Botschaft war klar, die Sichtung hat nie stattgefunden. Brian wurde aufgefordert, seinen Bericht zurückzuziehen und zu schweigen. Aber er weigerte sich. Kurz darauf, als er auf ein schwaches Notsignal in der Nähe eines zerbrochenen Schelfeises reagierte, erlitt Brians Flugzeug erneut einen plötzlichen Systemausfall. Die Quelle des Signals war eine glühende, kreisförmige Eisformation, die ein seltsames Licht ausstrahlte. Sie schafften es gerade noch zurück zur Basis. Am nächsten Tag kamen geheime Konvois zu dem Ort. Brian wurde erneut vorgeladen, dieses Mal von einem Team der DARPA. Die Befragung war intensiv. Er wurde erneut gewarnt, nichts zu sagen. Aber etwas in ihm hatte sich verändert. Er begann, ein dunkleres Puzzle zusammenzusetzen. Über vermisste Wissenschaftler, verlassene Forschungsstationen und unterdrückte Entdeckungen. Beunruhigt durch das wachsende Netz der Geheimhaltung wandte sich Brian schließlich an Linda, die die Herausforderung annahm, die Wahrheit aufzudecken. In den folgenden Jahren sammelte sie Zeugenaussagen von Militärangehörigen, die ihre eigenen Geschichten hatten, Sichtungen unidentifizierter Luftfahrzeuge, seltsame Unterwasseranomalien, die sich mit unnatürlichen Geschwindigkeiten im Südpolarmeer bewegten, und Hochfrequenzradioausbrüche, die sich konventionellen Erklärungen entzogen.
Sie fand auch beunruhigende Muster, temporäre Kuppelstrukturen, die auf Satellitenbildern auftauchten, um Wochen später wieder zu verschwinden. Nachrufe von Forschern, die nach Feldarbeiten in der Antarktis unerwartet gestorben waren. Teile eines größeren Puzzles, das auf etwas Größeres als ein einzelnes Individuum hindeutet. War das alles Teil eines missverstandenen Naturphänomens? Oder verbarg die Antarktis etwas, das die Welt nicht wahrhaben wollte? Was auch immer die Wahrheit sein mag, eines ist sicher, die Antarktis ist mehr als nur Eis und Wind. Unter ihrer gefrorenen Stille lauern vielleicht Geheimnisse, die sich der Reichweite von Radar und Verstand entziehen. Versteckte Missionen. Weitere Untersuchungen ergaben, dass jahrzehntelang verdeckte Expeditionen mächtiger militärischer und wissenschaftlicher Organisationen in die Antarktis stattgefunden haben, was Fragen über deren wahre Ziele aufwirft. Obwohl die Antarktis als wissenschaftliches Schutzgebiet ausgewiesen ist, sind die geopolitischen Spannungen aufgrund widersprüchlicher Gebietsansprüche eskaliert, was die Angst vor der Ausbeutung von Ressourcen und dem Einsatz von Atomwaffen verstärkt hat. Heute stößt Linda auf den Widerstand rätselhafter Sicherheitsbehörden, wenn sie die zunehmende Geheimhaltung und Sicherheit in der Antarktis untersucht. Ihre Untersuchungen werden jedoch zunehmend von der breiten Öffentlichkeit unterstützt. Die Zukunft des Lebens auf der Erde hängt von der Transparenz der Aktivitäten in der Antarktis ab. Eine Transparenz, die von den Verantwortlichen beharrlich zurückgehalten wird. In diesem kritischen Moment müssen wir Wahrheitssuchende wie Linda unterstützen und der Realität mit Offenheit und Skepsis begegnen. Je mehr Details über die Geheimnisse der Antarktis ans Licht kommen, desto mehr sollten wir uns um Verständnis bemühen, anstatt uns der Angst hinzugeben. Es ist wichtig, den Fakten den Vorrang vor Unterdrückung oder Leugnung zu geben, auch wenn dies bedeutet, dass wir uns mit unbequemen Wahrheiten auseinandersetzen müssen, die unser Verständnis der menschlichen Geschichte verändern könnten. Bryans Flüge über die Antarktis entwickelten sich schnell zu einem außergewöhnlichen Science-Fiction-Abenteuer inmitten der eisigen Weiten des Kontinents. Forscher verschwanden, weil ihre Angst sie zum Schweigen brachte, was Bryans Erzählung ein schauriges Element hinzufügte. Am verblüffendsten waren Bryans wiederholte Sichtungen silbern glänzender Objekte, die am hellen antarktischen Himmel erstaunliche Manöver vollführten und allen bekannten wissenschaftlichen Prinzipien trotzten. Während eines Fluges über das Queen Maud-Gebirge beobachteten Bryan und seine Crew silbern glänzende Scheiben, die nacheinander hinter einem eisigen Gipfel auftauchten. Sie schwebten in einer geraden Linie auf den Fridtjofberg zu, wobei jede Scheibe einen Durchmesser von etwa 30 bis 40 Metern hatte. Ihre glatte Oberfläche reflektierte das Licht nicht, so dass sie vor dem blauen Himmel massiv erschienen. Ihre Bewegungen waren jenseits aller menschlichen Fähigkeiten. Synchronisierte Rotationen, rasante Beschleunigungen und Drehungen in der Luft ohne sichtbare Flügel oder Antriebssysteme. Nach 15 Minuten dieser bizarren Manöver verschwanden die Scheiben hinter dem Fridtjofberg und ließen Bryan und seine Crew völlig verblüfft zurück. Sie konnten kaum glauben, was sie am Himmel der Antarktis gesehen hatten. Die Technologie, die an diesem Tag beobachtet wurde, deutete auf die Anwesenheit von Wesen hin, die weitaus fortgeschrittener waren, als wir uns jemals vorstellen konnten und die in der Nähe des Südpols der Erde operierten. Das eigentliche Rätsel in Bryans Bericht ist jedoch die Entdeckung eines riesigen Lochs im antarktischen Eis, das zu einer leuchtenden Höhle darunter führt. Dieses Loch war unglaublich glatt und leuchtete in einem kühlen Blau, das kein moderner Bohrer nachbilden konnte. Zu allem Überfluss funktionierte ihre Ausrüstung nicht mehr, als sie sich dem Loch näherten, während Radar, Navigationssysteme und Steuerungen verrückt spielten. Funktionierte anderswo alles normal. Aber im Umkreis von 1 Kilometer um die mysteriöse Eishöhle herrschte das reinste Chaos. Bryan verfasste einen detaillierten Bericht über elektromagnetische Störungen und die Sichtung von 3 schnellen Objekten, die aus der Höhle kamen. Der Bericht wurde jedoch von unbekannten Personen beschlagnahmt, die Schweigen verlangten. Diese Erfahrung beunruhigte Bryan zutiefst und weckte Erinnerungen an die geheime Expedition von Admiral Byrd im Jahr 1947, die angeblich rätselhafte unterirdische Räume in der Antarktis aufdeckte. Bryan riskierte sogar Alleinflüge über die Anomalie, bei denen elektrische Störungen seine Ausrüstung immer wieder aus dem Takt brachten. Bei seinem letzten Flug, bevor er aus dem Gebiet ausgesperrt wurde, beobachtete Bryan eine silberne Scheibe in der Eishöhle. Die Scheibe stieg dann auf, strahlte ein blendendes Licht aus und verursachte einen kompletten Systemausfall in seinem Flugzeug.
Nachdem er 20 Minuten später die Kontrolle wiedererlangt hatte, befand sich Brian 13 Kilometer von der Eishöhle entfernt. Er konnte sich nicht daran erinnern, wie sich das Flugzeug während des Stromausfalls bewegt hatte, und trotz mehrerer Versuche, zurückzukehren, hinderten ihn anhaltend schlechtes Wetter und eine strikte Flugverbotszone daran, den Höhleneingang wieder zu finden. Andrew Whistleblower. Im Laufe der Jahre knüpfte Brian diskret Kontakte zu anderen Piloten, die Sichtungen von silbernen Scheiben in der Nähe antarktischer Stützpunkte bestätigten. Ein Kollege, der in der Nähe von Aktivitäten im Weddell-Meer stationiert war, berichtete, dass er metallische Schoten sah, die auftauchten und wieder abtauchten, ohne zu platzen. Ein anderer Freund besorgte sich Satellitenwärmebilder, die auf Wärmesignaturen unter Wilkes Land hinwiesen, die auf temporäre Strukturen oder Einrichtungen schließen ließen. Der Vergleich dieser Berichte ergab ein Bild von geheimen Operationen unter dem Eis der Antarktis, die möglicherweise mit den silbernen Flugzeugen zusammenhängen, die Brian bei außergewöhnlichen Manövern über den Gletschern beobachtet hatte. Brian hat immer noch mit diesen beunruhigenden Erinnerungen zu kämpfen, die ihn immer wieder heimsuchen. Die Wahrheit, ob erschreckend oder unglaublich, lastet schwer auf ihm. Doch er ist nicht allein. Eine wachsende Zahl von Veteranen, die die Geheimnisse der Antarktis kennen, drängt auf Transparenz. Während sich die Raumfahrtbehörden darauf vorbereiten, Stützpunkte einzurichten, werden die Fragen, was oder wer in den tiefsten Tiefen der Antarktis wohnt, immer dringlicher. Brians Geschichte ist der Schlüssel, um die letzten Geheimnisse der Antarktis zu entschlüsseln, und stellt unser Verständnis der menschlichen Geschichte und unseres Platzes auf einem bemerkenswert fortschrittlichen Planeten in Frage. Auch wenn manche Enthüllungen beunruhigend sind, gebietet die Weisheit, dass wir die Wahrheit im kollektiven Licht des Verstehens annehmen sollten, anstatt sie in Unwissenheit und Leugnung verhüllt zu lassen. Der Realität mit einem offenen, aber kritischen Geist zu begegnen, ist der beste Weg auf unserer evolutionären Reise. Besondere Entdeckung. A US-Drohne in der Antarktis machte eine schockierende Entdeckung. Eine riesige Pyramidenstadt, die unter dem Eis verborgen war. Innerhalb weniger Stunden wurde das Gebiet abgesperrt. Militärflugzeuge trafen ein, und der Zugang wurde eingeschränkt. Wissenschaftler, die das Filmmaterial sahen, wurden zum Schweigen gebracht. War dies der Beweis für eine antike Zivilisation oder etwas noch Mysteriöseres? Die Welt wird es vielleicht nie erfahren, denn die US schnell alle Spuren der Entdeckung verwischten. Was halten Sie von dieser erstaunlichen Entdeckung? Teilen Sie es uns in den Kommentaren unten mit. Die Byrd-Verbindung. Die erstaunlichen Erlebnisse von Brian in der Antarktis haben verblüffende Ähnlichkeit mit den Berichten des berühmten amerikanischen Polarforschers Admiral Richard Byrd, die Jahrzehnte zuvor entstanden sind. Byrd erlangte große Berühmtheit, nachdem er 1926 und 1929 bahnbrechende Luftexpeditionen über den Nord- und Südpol geleitet hatte, die ihn zu einer gefeierten Persönlichkeit machten. Es war jedoch Byrds Behauptung aus dem Jahr 1947, während einer Antarktis-Expedition einen gewaltigen Eingang zu einer verborgenen unterirdischen Welt entdeckt zu haben, die das Nachkriegspublikum wirklich fesselte. Byrd behauptete, er sei kilometerweit über eisfreies Gelände mit Bergen, Wäldern, Vegetation und sogar gigantischen Kreaturen abgestiegen, wurde aber schließlich von einem bedrohlichen scheibenförmigen Flugzeug zur Umkehr aufgefordert. Nach Byrds Rückkehr in die Vereinigten Staaten wurde sein erstaunlicher Bericht unter dem rätselhaften Druck der Behörden rasch unterdrückt. Mit Blick auf die Zukunft scheint es wahrscheinlich, dass solche Informationen von großer strategischer Bedeutung sein werden. Ähnlich wie Brian sah sich auch Admiral Byrd einer schnellen Kampagne ausgesetzt, die darauf abzielte, Aufzeichnungen zu beschlagnahmen und alle Mitglieder seiner Expedition zum Schweigen zu bringen, wenn es um ungewöhnliche Beobachtungen in der Antarktis ging. Byrds Bekanntheit und Glaubwürdigkeit machten es schwierig, seine bizarren Behauptungen zu widerlegen. Die Drahtzieher der Antarktis-Vertuschung erkannten, dass ihre typischen Methoden des Spottes und Leugnens gegen eine so prominente Persönlichkeit nicht ausreichen würden. Byrd wurde einem dokumentierten Verhör unter US Navy unter psychiatrischer Beobachtung verhört, bevor er seine Geschichte unerklärlicherweise Wochen später zurückzog. Expeditionsmitglieder, die sich zuvor offen über die Antarktis geäußert hatten, hörten plötzlich auf, sich zu äußern, und Byrd zog sich für den Rest seiner Jahre aus dem öffentlichen Leben zurück.
Die Botschaft der Regierung war unmissverständlich. Für jeden, der es wagte, die Schweigepflicht zu brechen, standen Ruf und Leben auf dem Spiel. Die Unterdrückung von Byrds Bericht verstärkte nur die Spekulationen über die beunruhigende Wahrheit, die die Behörden verzweifelt zu verbergen suchten. Während die Behörden Byrds Enthüllungen als bloßes Polardelirium abtaten, waren viele nicht überzeugt. Vor allem angesichts der Verblendung eines verehrten Forschers. Wenn die Antarktis auch nur annähernd mit Byrds Beschreibungen einer grünen Innenwelt übereinstimmte, waren die Implikationen erschütternd. Anfänglich konzentrierten sich die Spekulationen auf nationale Sicherheitsbedenken, den Wettbewerb um antarktische Ressourcen mit rivalisierenden Supermächten und die Aufrechterhaltung einer Fassade der Normalität. Die Marine befürchtete wahrscheinlich, dass die Sowjets ein verborgenes Gebiet in der Antarktis gegen Amerikas Schwachstellen im Pazifik ausnutzen würden. Wissenschaftliche Einrichtungen fürchteten die Enthüllung fortschrittlicher physikalischer und medizinischer Erkenntnisse, die möglicherweise schon seit einem Jahrhundert im Spiel waren. Die politischen Eliten waren besorgt über die sozialen Umwälzungen, die sich aus der Enthüllung ergeben könnten, dass die bestehenden Karten der Geologie der Erde beunruhigend unvollständig waren. Die weitreichende Geheimhaltung, die mehrere führende Regierungen nach Byrds unterdrücktem Bericht verhängten, deutete auf Interessen hin, die über konventionelle, nationalistische, wissenschaftliche oder ideologische Motivationen hinausgingen. Byrds Aussage deutete an, dass die Antarktis Geheimnisse verbirgt, die die Grundlagen des menschlichen Wissens und seiner Herkunft in Frage stellen. Aus freigegebenen FBI-Dokumenten geht hervor, dass alle Mitglieder von Byrds Expedition im Jahr 1947 bis zu ihrem Tod von den Bundesbehörden überwacht wurden, was darauf hindeutet, dass die Sicherheitsbedrohung in direktem Zusammenhang mit ihren persönlichen Erfahrungen und nicht nur mit geopolitischen Bedenken im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg stand. Byrds Zulassungen, die während seiner Zeit auf dem gefrorenen Kontinent veröffentlicht wurden, erregten zunächst die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit mit Schlagzeilen über seine Entdeckung einer verborgenen gemäßigten Welt voller hochentwickeltem Leben jenseits der bekannten Grenzen des Südpols. Diese Illusion zerschlug sich jedoch, als Byrd nur wenige Wochen später gezwungen war, seine Aussagen unter Wahrung der Vertraulichkeit zurückzuziehen. Die Gegenoffensive der Regierung schadete seinem Ruf und führte dazu, dass die Antarktis jahrzehntelang aus dem öffentlichen Interesse verschwand, bis neue pensionierte Militärzeugen auftauchten. Doch die erzwungene Geheimhaltung der Antarktis begann zu bröckeln. Das Schweigen brechen. Bryans erstaunliches Zeugnis über die Begegnung mit rätselhaften silbernen Scheiben und einer strahlenden Eishöhle tief unter der antarktischen Oberfläche spiegelte Byrds Beschreibungen von riesigen, ausgehöhlten inneren Bereichen wider, die mit seltsamen Fahrzeugen gefüllt waren. Die jahrzehntelang übereinstimmenden Augenzeugenberichte, die nun durch Lindas Ermittlungen miteinander verbunden sind, haben eine Brücke der Glaubwürdigkeit gebildet, die die Behörden seit den 1940er Jahren durch Medienmanipulation und Einschüchterung unermüdlich zu zerstören versucht haben. Im Gegensatz zu Byrds Ära, die von einer zentralisierten Kontrolle der Massenmedien und einer unkontrollierten technokratischen Autorität geprägt war, stellt die heutige, vom Internet angetriebene Entwicklung hin zur Datendemokratisierung, die durch die von Lindas Forschung angeführte Kampagne Antarctica Truth, Wahrheit über die Antarktis, unterstrichen wird, die früheren Tabus um die verborgenen Geheimnisse des eisigen Kontinents in Frage. Diese Rätsel wurden von den etablierten Autoritäten als zu weit hergeholt angesehen, um sie zuzugeben, doch ihre Hartnäckigkeit über Generationen von Beobachtern hinweg macht es schwer, sie zu ignorieren. Jahrelang blieb das Rätsel der Antarktis sichtbar und doch verborgen. Es spiegelte sich in Weltkarten wider, die ihre Konturen klar umrissen, ihr Inneres aber im Verborgenen ließen. Wissenschaftler debattieren zwar eifrig über die vollständige Kartierung entfernter Planeten wie des Mars, doch sind ihnen die komplizierten Bedingungen an der antarktischen Grenzfläche, die die Erdkruste vom turbulenten äußeren Kern unter dem Eisschild trennt, nach wie vor nicht bekannt. Jüngste wissenschaftliche Untersuchungen legen nahe, dass es unwahrscheinlich ist, dass Amundsen und Scott auf ihrem Weg zum Südpol unerforschte Gebirgszüge überquert haben, ohne diese bei ihrer Planung zu berücksichtigen. Einfacher ausgedrückt, ob durch nukleare Einflüsse, die die Bedingungen in der Antarktis veränderten, oder durch den Aufstieg und Fall alter Zivilisationen,
Es ist möglich, dass hochentwickelte Spezies die Antarktis lange vor der menschlichen Geschichte bewohnten. Linda House. Nachforschungen deckten immer wieder koordinierte Bemühungen auf, die tiefgreifenden Geheimnisse der Antarktis geheim zu halten, wobei die Kontrolle über Jahrzehnte hinweg von militärischen Stellen auf archäologische Institutionen überging und Machtzentren auf verschiedenen Kontinenten umfasste. Doch als verärgerte Wissenschaftler und desillusionierte Privatunternehmer begannen, ihre Aussagen für die Öffentlichkeit zu bündeln, näherte sich die erzwungene Unwissenheit über die südlichste Grenze unseres Planeten einem kritischen Punkt. Was folgte, hatte das Potenzial, die Menschheit entweder zu vereinen oder einen tiefen Keil zu treiben, je nachdem, wie die Gesellschaft auf diese erschreckenden Wahrheiten reagierte. Die Bemühungen von Brian und Linda Howe trugen maßgeblich dazu bei, die tiefsten Geheimnisse der Antarktis zu lüften. Enthüllungen, die das Potenzial haben, unser Verständnis in allen Kerndisziplinen und Wissensgebieten grundlegend zu verändern. Mit dem weiteren Rückzug des Eises wird auch das Geheimnis um die letzte Grenze unseres Planeten gelüftet. Die öffentliche Interpretation muss jedoch von intellektuellem Mut und Unterscheidungsvermögen geleitet sein und die Offenbarung der Leugnung vorziehen. Die Menschheit hat jetzt die Gelegenheit, ihre kollektive Reife durch Weisheit zu fördern, anstatt sich hinter Mauern der Instabilität zurückzuziehen, die durch neu aufgedeckte Realitäten entstanden sind. Wenn wir der vollen Wahrheit über die Antarktis mit offenen Augen gegenübertreten, kann uns das entweder weiterbringen oder gefährden. Wir sind aufgefordert, unsere nächsten Schritte mit Bedacht zu wählen. Das Leben auf dem Eis. Die Antarktis, der kälteste, trockenste und windigste Kontinent der Erde, erstreckt sich über eine Fläche von 32,5 Millionen Quadratmeilen und ist damit eine riesige, eisige Weite an der Südspitze des Planeten. In Anbetracht seiner Größe könnte man eine lebhafte Bevölkerung erwarten, aber in Wirklichkeit sind es weniger als 10.000 unerschrockene Wissenschaftler und Forscher, die den harten Bedingungen trotzen, um die unter der eisigen Oberfläche verborgenen Geheimnisse zu entschlüsseln. Das Leben der normalen Menschen in der Antarktis, zumeist Wissenschaftler und Hilfskräfte, ist von harten Bedingungen und Isolation geprägt. Sie leben in Forschungsstationen und sind extremer Kälte ausgesetzt, mit Temperaturen unter -50 Grad Celsius und starken Winden. Das tägliche Leben besteht aus langen Arbeitsstunden, der Leitung wissenschaftlicher Experimente und der Wartung von Geräten. Die sozialen Aktivitäten sind begrenzt, umfassen aber gemeinsame Mahlzeiten, Filme und Hobbys. Die Isolation kann eine Herausforderung sein, da es im Winter monatelang dunkel ist. Aber die Besatzung ist kameradschaftlich. In regelmäßigen Abständen werden Versorgungsgüter eingeflogen und der Kontakt zur Außenwelt beschränkt sich auf Satellitenkommunikation. Trotz der rauen Umgebung schätzen die Bewohner die einzigartige Erfahrung und den wissenschaftlichen Beitrag, den sie leisten. Die Temperaturen sinken hier auf extreme Tiefstwerte. Die Durchschnittswerte liegen bei -56,2 Grad Fahrenheit. Und an den kältesten Tagen kann das Quecksilber bis auf -128,2 Grad Fahrenheit sinken. Zum Vergleich, das ist kälter als das kälteste vorstellbare Herz an einem frostigen 14. Februar. Die Winde sind ebenso gewaltig und peitschen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 186 Meilen pro Stunde über den Kontinent. Schneller als ein Gepard sprinten kann. Zusammen mit den anhaltenden Schneestürmen, die wochenlang andauern können, ist die Umgebung unglaublich rau. In Verbindung mit anhaltenden Schneestürmen, die wochenlang andauern können, ist die Umgebung unglaublich rau. Doch unter dieser eisigen Fassade birgt die Antarktis Geheimnisse, die unsere historischen Erzählungen in Frage stellen. Antike Karten und moderne Verträge. Bemerkenswerterweise war die Antarktis auf der Perry Race Map aus dem Jahr 1500 schon lange vor ihrer offiziellen Entdeckung im Jahr 1820 abgebildet, was Historiker und Wissenschaftler vor ein Rätsel stellt, wie es zu solch genauen Darstellungen kommen konnte. Trotz ihrer scheinbaren Trostlosigkeit hat die Isolation der Antarktis ihre Ursprünglichkeit bewahrt. Mit dem 1959 unterzeichneten Antarktisvertrag wurde der Kontinent zu einer Zone für wissenschaftliche Forschung erklärt, die frei von den Auswirkungen menschlicher Aktivitäten ist. Dieses Abkommen, das von 12 Nationen unterstützt wird, stellt sicher, dass die Antarktis ein Refugium für die Erforschung des Klimas und der Atmosphäre auf höchstem Niveau bleibt.
unberührt von Umweltverschmutzung oder städtischer Entwicklung. Die Antarktis ist ein gefrorenes Reich mit unglaublichen Herausforderungen und tiefgreifenden Geheimnissen. Ihre Unberührtheit wird durch internationale Abkommen geschützt. Und die extreme Kälte hat eine entscheidende Rolle bei der Konservierung alter Meteoriten und Mikroorganismen gespielt, die wertvolle Einblicke in das frühe Sonnensystem und die Widerstandsfähigkeit des Lebens bieten. Meteoriten liefern seltene Materialien zur Erforschung der Entstehung unseres Sonnensystems, während Mikrofossilien und Extremophile, die im Eis gefunden werden, einen Einblick in das Überleben und die Anpassung der Evolution bieten. Die majestätische Schönheit der Antarktis, von den blau schimmernden Eishöhlen bis zu den verzweigten Eisflüssen, ruft ein Gefühl der Ehrfurcht und des Staunens hervor. Den Kontinent zu erleben, ist sowohl surreal als auch emotional. Eine Mischung aus seiner atemberaubenden Schönheit und seiner abgelegenen, eisigen Isolation. Trotz aller Bemühungen, das Wesen der Antarktis durch Kunst, Fotografie und Literatur einzufangen, bleibt der wahre Zauber der Antarktis schwer fassbar. Derzeit hat ein großer Eisberg, der seit über 30 Jahren auf dem Meeresboden verankert ist, begonnen, sich zu bewegen, was die Risiken für diese unberührte Umwelt verdeutlicht. Die Antarktis ist entscheidend für die Regulierung unseres Klimas und unserer Wettermuster. Die Eisschilde der Antarktis sind eine lebenswichtige Wasserreserve, und ihr kaltes Wasser beeinflusst die globalen Wettersysteme. Leider wird das kalte Klima der Antarktis durch steigende Temperaturen gestört, was zu einer verstärkten Oberflächenschmelze führt und einige Regionen destabilisiert. Wissenschaftler schlagen Alarm und warnen, dass der Klimawandel das empfindliche Ökosystem der Antarktis destabilisieren und zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen könnte. Da jährlich rund 250 Milliarden Tonnen Eis schmelzen, wird der Schutz der Umwelt in der Antarktis immer dringlicher. Zu den Bemühungen um den Schutz dieser empfindlichen Landschaft gehören die Einrichtung von Schutzzonen, die Durchsetzung von Fischereiverordnungen und die Überwachung von Pinguinen und Walen, um diese gefährdeten Arten zu schützen. In der Zwischenzeit entfaltet sich ein geopolitisches Tauziehen, da Nationen wie Russland, China und die EU um die Kontrolle über die potenziell lukrativen Ressourcen des Kontinents kämpfen, darunter Mineralien und Öl, die unter dem Eis verborgen sind. Der geopolitische Frost. Der Antarktis-Vertrag aus dem Jahr 1959 sollte den Frieden und die Zusammenarbeit auf dem Kontinent sichern. Aber er steht nun unter Druck, da die Nationen immer ressourcenhungriger werden. Die entscheidende Frage ist, ob wir den unberührten Zustand der Antarktis inmitten des Klimawandels, geopolitischer Spannungen und der Verlockungen der Rohstoffgewinnung bewahren können. Die Kluft zwischen den Befürwortern des Schutzes der Antarktis und denjenigen, die ihre Reichtümer ausbeuten wollen, wächst und führt zu einem spannenden Kampf zwischen Umweltschutz und wirtschaftlichem Gewinn. Trotz dieser Herausforderungen hat sich die Antarktis ihre heitere Aura bewahrt. Die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt hat sich an die harten Winter angepasst. Und die uralten Berge haben Jahrhunderte des Wandels erlebt. Die Geheimnisse dieses eisigen Reiches sind nach wie vor groß. Die ungewöhnliche Geografie, die extremen Wetterbedingungen und die Widerstandsfähigkeit der Lebensformen sind nach wie vor faszinierend. Die Antarktis ist eine kryptische Schatztruhe, die möglicherweise Hinweise auf die Grenzen der Belastbarkeit des Lebens enthält. Wie Sir Ernest Shackleton schon sagte, gibt es immer mehr zu entdecken und zu hinterfragen über das Überleben unter solch extremen Bedingungen. Die Antarktis birgt viele unerzählte Geschichten, und unsere Erforschung ihrer Geheimnisse steht erst am Anfang. Die Antarktis ist weit mehr als nur eine Eisfläche. Sie ist ein atemberaubendes Beispiel für die raue und ungefilterte Schönheit der Erde. Dieses eisige Wunderland zieht jeden in seinen Bann, der das Glück hat, es in seiner ganzen Pracht zu erleben. Stellen Sie sich leuchtend blaue Eishöhlen vor, die von gefrorenen Mikroorganismen beleuchtet werden, und Gletscher, die sich in verschlungenen Mustern in Richtung Meer schlängeln. Der Anblick der Antarktis mit ihren verschlungenen Eisformationen hinterlässt einen bleibenden Eindruck des Staunens. Besucher des Kontinents beschreiben ihn oft als weltfremd. Trotz seiner Abgeschiedenheit und rauen Kälte ist die Atmosphäre von tiefer Schönheit. Majestätische tafelförmige Eisberge, die zu surrealen Formen geformt sind, treiben durch die Strömungen, während Schneesturmvögel und antarktische Seeschwalben anmutig über die Landschaft gleiten und ihre Bewegungen mit dem sanften Flüstern des Windes harmonieren.
Durch verschiedene Medien, Cameras, Schriften und Kunstwerke haben Menschen versucht, den Zauber der Antarktis einzufangen. Ikonische Bilder wie Earthrise, das unseren Planeten als zarte Oase im Kosmos zeigt. Und Dokumentarfilme wie March of the Penguins, der die charismatischen Kaiserpinguine in den Mittelpunkt stellt, haben die Antarktis zu einer Muse für viele Künstler gemacht. Bücher wie The White Darkness und The Worst Journey in the World erzählen fesselnde Berichte über die Erforschung der Polargebiete und veranschaulichen die majestätische und doch raue Natur des Kontinents während des heroischen Zeitalters der Entdeckung. Weit jenseits der Grenzen des gewöhnlichen Reisens liegt eine von der Zeit unberührte Welt, ein gefrorenes Königreich, in dem die Natur in ihrer reinsten Form regiert. Heutzutage brechen abenteuerlustige Seelen zu Antarktis-Expeditionen auf, nicht nur, um die Drake-Passage zu durchqueren, sondern um etwas wirklich Außergewöhnliches zu erleben, eine Wildnis, die so fremdartig und majestätisch ist, dass man das Gefühl hat, einen anderen Planeten zu betreten. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an Deck eines Schiffes, während neugierige Pinguine an der schwarzen Vulkanküste entlang marschieren und ihre Silhouetten im Smoking durch den Nebel schneiden. In der Ferne erheben sich gewaltige Eisklippen, die von Jahrtausenden von Wind und Wetter in Formen jenseits der Vorstellungskraft geformt wurden. Über uns leuchtet der Nachthimmel in smaragdgrünen und violetten Farben. Das ätherische Glühen der Südlichter zieht uns in seinen Bann. Die Antarktis ist nicht nur ein Reiseziel. Sie ist eine Erfahrung, die die Seele berührt. Wie der legendäre Entdecker Wally Herbert einmal sagte, ruft kein Ort auf der Erde so starke Emotionen hervor wie die beeindruckend schöne antarktische Halbinsel. Aber dieses beeindruckende Land ist mehr als nur eine Augenweide. Es ist ein lebendiges Zeugnis der schöpferischen Kraft der Erde. Der Schutz dieser Region geht weit über die Verantwortung für die Umwelt hinaus. Es geht darum, ein Meisterwerk der Natur zu schützen, ein seltenes Juwel, das mit seiner schieren Pracht die menschliche Fantasie beflügelt. Unter ihrem eisigen Panzer verbirgt sich etwas noch Geheimnisvolleres, eine verborgene antarktische Welt, die nur wenige gesehen haben und noch weniger verstehen. Tief unter der Oberfläche des antarktischen Eisschildes, das fast 70% des Süßwassers der Erde speichert, liegt ein unterirdisches Netz alter Flüsse, riesiger subglazialer Seen und ausgedehnter Canyons. Diese riesige Eishülle ist die größte ihrer Art auf der Erde. Und erst vor kurzem haben Wissenschaftler begonnen, mit Hilfe von Hightech-Satellitenbildern und Radar unter die Oberfläche zu blicken. Was sie dabei entdecken, ist erstaunlich. Stellen Sie sich ein unterirdisches Labyrinth vor, flüssiges Wasser, das lautlos unter kilometerlanger, gefrorener Stille fließt und ein unsichtbares Wasserreich bildet. Könnte es dort unten Leben geben? Mikroorganismen, die in völliger Dunkelheit und bei eisigen Temperaturen gedeihen? Das ist die Frage, die die Forscher umtreibt. Und nirgendwo ist dieses Geheimnis so lebendig wie am Vostoksee. Der Vostoksee ist der größte subglaziale See der Erde und liegt unter einer fast 4 Kilometer dicken Eisschicht verborgen. Er ist seit über 20 Millionen Jahren von der Erdoberfläche abgeschnitten. Stellen Sie sich das vor, ein Süßwassersee, der in der Zeit gefangen ist, versiegelt unter einer Gletscherkuppel, noch bevor der Mensch den Planeten betreten hat. Der Vostoksee, den russische Wissenschaftler in den 1960 Jahren erstmals angedeutet und Jahrzehnte später schließlich bestätigt haben, ist eine echte Zeitkapsel. Die extremen Umweltbedingungen hier spiegeln die Bedingungen wider, die unter der Eiskruste des Jupitermondes Europa oder des Saturnmondes Enceladus herrschen könnten, was diesen abgelegenen See zu einem potenziellen Schlüssel für das Verständnis des Überlebens von Leben anderswo im Universum macht. Während die Antarktis mit ihren epischen Landschaften und surrealen Farben beeindruckt, liegen ihre größten Wunder vielleicht im Verborgenen. Eine gefrorene Grenze, die noch Geheimnisse birgt und geduldig darauf wartet, enthüllt zu werden. Was glauben Sie, was sich unter der Oberfläche befindet? Könnten in dieser dunklen, eisigen Tiefe noch uralte Lebensformen gedeihen? Schreiben Sie uns Ihre Gedanken in die Kommentare. Wir freuen uns, Ihre Meinung zu hören. Und wenn diese geheimnisvolle Reise durch die Antarktis Ihre Neugierde geweckt hat, vergessen Sie nicht, uns zu liken, zu abonnieren und auf das Glockensymbol zu klicken, damit Sie keinen weiteren tiefen Einblick in die größten Geheimnisse der Welt verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mutig und wie immer, danke fürs Zuschauen.